Wir haben gerade unsere Versicherung abgeschlossen für Georgien. 90 Tage, knapp 27, 28 Euro. Super easy, auch mit Kreditkarte bezahlt. Hat, glaube ich, insgesamt gerade mal 5 Minuten gedauert. Uhu. Wir sind zurück im Paradies, im Heiligen Land. Es gibt wieder Tahun-Limonade. Danach haben wir 2 Jahre gegiert. Das ist der berühmte Walnusssalat und die Auberginenröllchen mit Walnusspaste, Pilzen im Tontöpfchen und Hinkali auch mit Pilzen. Total easy. Genau. Wir haben die Versicherung online abgeschlossen. Sie wollten unser Impfzertifikat sehen und das war es eigentlich. Und den Hans haben sie mal ganz eben locker registriert. Genau, wir mussten für den Zoll was bezahlen und eine Umweltabgabe, aber das ist normal, ungefähr 20 Euro oder sowas und da waren wir drin. Halbe Stunde für alles. War ja auch nichts los. Nee. Das ist einer der ruhigsten Plätze, an denen wir dieses Jahr übernachtet haben. Leider sind wir schlecht vorbereitet. Wir wollten ja nur ganz kurz und unterwegs und haben nicht genug Wasser, um noch einen Tag zu bleiben. Wir sind in Dilian. Das ist ein armenischer Urlaubsort in den Bergen, 1265 Meter. Da machen wir, was alle sonntags machen, Kaffee und Kuchen. In Armenien ist Kaffee besonders wichtig. Hier am Seewansee in Armenien wächst ganz viel Sanddorn und ich bin süchtig danach. Ich darf aber immer nur so viel kaufen, weil der Jan das nicht mag. Und so viel verkaufen mir die nie. Ich darf nie bezahlen und kriege das immer geschenkt. War eben der alte Mann, hat gesagt, gute Fahrt. Als wir 2018 das erste Mal in Armenien waren, haben wir das Restaurant hier entdeckt. Das sind lauter solche Hütchen im Garten, wo man schön im Schatten essen kann. Und wenn das Wetter schlechter ist, dann hat man solche Hütchen. Und seitdem gehen wir eigentlich jedes Mal hierher. Wir haben 2019 ungefähr einen Monat hier in der Nähe von Erivan verbracht und das war dann immer unser Must-Go. Da ist er, der Oskar. Bisschen eingeschränkt. Mal schauen, was nach 2 Jahren Standzeit passiert. Wahrscheinlich nix. Nix. Immer noch nix. Ich finde es ein bisschen aufregend gerade. Ja, bravo Oskar. Da läuft er. Wir sind heute schwer am Räumen.
Das ist unser Gepäck, was wir hier eingelagert hatten. Da drinnen sind unsere Motorradklamotten. Der Oskar ist jetzt auch schon gewaschen. Den Hans mache ich gerade innen ein bisschen sauber. Und das ist unser Motorradgepäck. Hier diese schwarzen Ortlieb-Taschen. Das ist meins. Die rote Tasche dazu. Und das ist noch Jans. Mehr haben wir nicht. Und am Ende passt alles in den Hans rein. Das ist unser aktuelles Setup. Ich fahre den Hans, da drin ist unser Gepäck und der Jan fährt den Oskar mit ein bisschen Gepäck, weil man die Koffer nicht abmachen kann. Wir sind heute in Erivan, weil wir noch ein paar Sachen erledigen müssen und haben uns für 17 € dieses süße Apartment gemietet. Mit Küchenzeile, 2 Betten. Wie super süß. Die Oma, die das hier vermietet, hat uns jetzt zum Willkommenheißen noch Kaffee gebracht. Das ist ja in Armenien sehr wichtig. Und aus ihrem eigenen Garten Trockenobst. Das sind Aprikosen, das sind Pflaumen in dunkel und in hell. Und dann sind es noch Kirschen in dunkel und in hell. Armenien ist bekannt für seinen Cognac. Und wir sind hier in einem x-beliebigen Supermarkt. Und das Cognac-Regal ist beeindruckend. Wir sind gerade auf dem Weg zur deutschen Botschaft und bringen eine Flasche Cognac vorbei und holen unsere Fahrzeugpapiere ab. Von Oskar, der Hausmeister, hat sich 2 Jahre lang darum gekümmert, hat er verdient. Ganz im Gegensatz zur deutschen Botschaft Almaty, die immer gesagt hat, your personal problem. Das war richtig herrlich. Wir sind in die Botschaft sogar reingekommen. Das geht in anderen Ländern nicht. Wir sind die letzten Male immer draußen geblieben. Durften nicht auf unsere eigene Botschaft. Hier in Erivan geht das. Die Leute sind da super nett gewesen. Wir haben unsere Papiere bekommen, ganz nett. Also wirklich mal eine gute Erfahrung mit einer deutschen Botschaft. Das haben wir so ein bisschen gebraucht. Zwischen uns hier ist mein alter Motor von der DR350. Den nehmen wir nicht mit, weil ja, wir haben noch einen anderen zu Hause, eigentlich 2 zu Hause und ja, in Armenien gibt es keine DR350, das heißt, hier können wir den auch nicht loswerden. Wir bringen ihn deshalb zu den Dream Riders und die verkaufen den als Altmetall. Stehen oder hocken, warten genau wie wir auf den PCR-Test. Wir haben eine Nummer gekriegt, sind 17 Leute vor uns. Wir warten jetzt über 1 Stunde auf den PCR-Test. Seitdem wir diesen Grenzübergang kennen, wird in dem Tal gebaut und immer wieder ist die Straße gesperrt. Solange wir mit den Mopeds unterwegs waren, konnten wir echt so kleine Ziegenpfade fahren, haben das auch gemacht. Die Straße ist heute wieder gesperrt, weil eine Brücke weg ist. Der Ziegenpfad ist leider so zugewachsen, dass der nicht geht. Der Jan ist jetzt gerade los und guckt mal einen anderen Ziegenpfad, ob der, ob der geht. Der erste Teil der Strecke ist geschafft. Ja, das wären andere noch nicht mal mit dem Moped gefahren, aber der Hans kann's und der Jan scoutet gerade den Rest, weil das war letztes Mal mit den Mopeds extrem zugewachsen und ausgewaschen. So Jan, der Hans, der kann's. Ja, man muss das auch mal ganz knallhart sagen, sowas. Meine Frau hatte der Pipi in der Unterhose bis zum geht nicht mehr. Natürlich alles super easy, das Ganze. Nein, war's nicht. Es war schon. Das war schon nicht ganz ohne. Die Nach einem Spuren und die Tag. Verschränkungen und ohne mit dem Motorrad vorzufahren, wären wir da nicht durch. Wenn man da hängen bleibt, wäre es ganz schön übel ausgegangen. Wir definieren einfach Hans als Enduro und dann geht es. Hans kann's.
connected.